Maria lernte Howard Collins in der Kirche kennen. Maria war 35 Jahre alt, Howard 41. Howard lebte mit seiner Mutter in einem kleinen Haus auf der Südseite der Stadt. Maria wohnte mit ihrer Schwester und ihrem Vater in einer Wohnung, nur 3 Straßen entfernt. Maria arbeitete nicht. Ihr Vater George Grant war krank und verließ die Wohnung nie. Die meiste Zeit lag er im Bett und brauchte ständig jemanden bei sich. Deshalb blieb Maria zu Hause bei ihrem Vater und ging nur aus, wenn ihre Schwester Karen im Haus war. Die beiden Schwestern waren sehr unterschiedlich. Maria war klein, hatte ein rundes Gesicht und kurze schwarze Haare. Karen war 10 Jahre jünger. Sie war groß, hatte lange braune Haare, schöne Beine und den ganzen Sommer über eine gebräunte Haut. Oft sagten die Leute zu Maria: »Deine Schwester ist wirklich wunderschön.« Es gab immer viele Männer, die Karen zum Essen oder ins Kino einladen wollten. Maria dagegen blieb zu Hause. Karen arbeitete in einem Geschäft in der Stadt. Wenn sie zu Hause war, saß sie gern im Dachgarten ihres Wohnhauses. An einem Sonntag im Mai brachte Maria Howard zum ersten Mal nach Hause. Sie stellte ihn ihrem Vater vor. George Grant lag im Bett. Er hatte graue Haare und ein graues, müdes Gesicht. Manchmal las er ein Buch, meistens saß er jedoch nur im Bett und sah fern. »Das ist Howard, Vater«, sagte Maria. »Er arbeitet im Krankenhaus und wir haben uns in der Kirche kennengelernt. Ich habe dir letzte Woche von ihm erzählt. Erinnerst du dich?« »Nein«, sagte ihr Vater. Er wandte den Kopf wieder dem Fernseher zu. Neue Menschen oder die Freunde seiner Tochter interessierten ihn nicht. In diesem Moment kam Karen ins Zimmer. Sie trug einen weißen Bikini und weiße Schuhe. Lächelnd sah sie Howard an. »Du bist also Howard«, sagte sie. »Meine große Schwester hat endlich einen Freund gefunden.« Howards Gesicht wurde rot und er blickte auf seine Schuhe hinunter. Karen lachte. »Kommt doch mit in den Dachgarten und trinkt etwas Wein. Die Sonne ist heute Morgen herrlich.« »Oh, ich?«, begann Howard. Maria warf ihrer Schwester einen ärgerlichen Blick zu. Dann sagte sie: »Ja, ich muss Vater noch etwas zu trinken bringen. Ich komme gleich nach.« »Howard, geh schon einmal nach oben und unterhalte dich mit Karen.« Die Sonne brannte heiß auf das Dach und Howard zog seinen Mantel aus. Er sah sich um. Dort standen 3 Stühle, ein Sonnenschirm, eine Sonnenliege und ein Tisch mit 3 Gläsern und einer Flasche Wein. Der Boden war gefliest und entlang der kleinen Mauer am Rand des Daches standen Blumenkästen. Das war also der Garten. »Sehr schön«, sagte Howard. Karen lächelte ihn an. »Wir sehen hier oben nicht viele gut aussehende Männer«, sagte sie. »Setz dich und trink etwas.« Wieder wurde Howard rot. Er lachte verlegen. »Danke«, sagte er. Er versuchte, nicht auf Karens lange gebräunte Beine zu schauen, aber das war nicht leicht. »Ich bin ständig hier oben, wenn die Sonne scheint«, sagte Karen. Sie begann, Sonnenöl auf ihre Arme und Beine aufzutragen. Howard beobachtete sie. Kurz darauf kam Maria hinzu und die 3 saßen in der Sonne und tranken Wein. Maria betrachtete Howard voller Liebe. Karen dagegen beobachtete die beiden.
Ihr Blick wanderte von ihrer Schwester zu Howard und wieder zurück. Sie lächelte. Es war kein freundliches Lächeln. Von diesem Sonntag an brachte Maria Howard jeden Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst nach Hause, um gemeinsam ein Glas Wein zu trinken. Howard hielt seinen Wagen in der Straße vor dem Wohnhaus an, und Maria sagte: »Hub, Howard, sag Karen, dass wir da sind. Dann kann sie den Wein bereitstellen.« Also gab Howard 3 kurze Hubsignale. An sonnigen Tagen trat Karen immer an die Mauer am Rand des Daches und winkte ihnen zu. Danach holte sie den Wein. Sie trug fast immer ihren Bikini oder einen sehr kurzen Rock. Maria trug weder kurze Röcke noch einen Bikini. »Meine Beine sind zu dick für einen Bikini«, sagte sie einmal zu Howard. »Deine Beine sind sehr schön«, antwortete er schüchtern. Eines Tages im Juni fragte Karen: »Wann hast du Feierabend, Howard?« »Gegen 6 Uhr«, antwortete er. »Könntest du mich nach der Arbeit nach Hause fahren? Mein Geschäft liegt ganz in der Nähe des Krankenhauses.« »Du fährst sowieso direkt daran vorbei. Und wir wohnen nur 3 Straßen voneinander entfernt.« »Es gibt einen sehr guten Bus«, sagte Maria schnell. »Er hält direkt vor unserem Haus.« »Aber der Bus ist so langsam«, erwiderte Karen. »Bitte, Howard.« Howard sah von einer Schwester zur anderen. »Nun ja, gut, in Ordnung«, sagte er schließlich. »Danke«, sagte Karen und gab ihm einen schnellen Kuss. Von diesem Tag an fuhr Howard Karen jeden Abend nach Hause. Am ersten Freitag kamen sie eine Stunde später als gewöhnlich an. Maria wartete an der Eingangstür des Wohnhauses. »Was ist passiert?« fragte sie. »Warum seid ihr so spät?« »Es gab einen Unfall«, sagte Karen. 3 Autos standen quer über die Straße auf dem Hügel beim Kino. Wir konnten nicht vorbei. »Und zurück konnten wir auch nicht fahren«, ergänzte Howard. »Es waren so viele Autos da. Niemand konnte sich bewegen.« Danach sagte er nichts mehr. Der Sommer war in diesem Jahr lang und heiß. Jeden Sonntag ging Maria in die Kirche, während Karen zu Hause bei ihrem Vater blieb. Wenn die Sonne schien, und das tat sie oft, legte Karen sich auf ihre Sonnenliege auf dem Dach. Wenn Maria in den Dachgarten kam, setzte sie sich stets unter den Sonnenschirm. Karen dagegen rieb sich großzügig mit Sonnenöl ein und lag im Bikini in der Sonne. »Zu viel Sonne ist nicht gut für deinen Körper«, sagte Maria. Karen lachte. »Howard mag meinen Körper.« »Nein, das tut er nicht«, sagte Maria ärgerlich. »Doch«, antwortete Karen. »Er ist sehr schüchtern im Umgang mit Frauen, aber er schaut meinen Körper immer ganz genau an, die ganze Zeit.« »Das stimmt nicht.« »Vielleicht möchte er, dass ich noch mehr ausziehe.« »Hör auf, Karen«, sagte Maria. »Sag solche Dinge nicht.« Karen lachte erneut. »Was ist los? Große Schwester, hast du Angst, dass ich ihn dir wegnehme?« Maria antwortete nicht. Am folgenden Sonntagmorgen rief Howard früh an. Ich fühle mich nicht besonders gut«, sagte er. »Heute gehe ich nicht zur Kirche.« »Oh, mein Lieber, das tut mir leid«, sagte Maria. »Kann ich dich anrufen, wenn ich zurückkomme?« »Ja, natürlich.« »Vor 1 Uhr schaffe ich es aber nicht. Nach dem Gottesdienst gibt es noch eine Besprechung. Irgendetwas über Afrika, glaube ich.« »Ach ja, jetzt erinnere ich mich«, sagte Howard. Doch Maria hatte sich geirrt. An diesem Sonntag gab es gar keine Besprechung. Sie war erst für die folgende Woche geplant.
Deshalb verließ Maria die Kirche zur gewohnten Zeit und kam bereits gegen 11:45 nach Hause. Zuerst sah sie nach ihrem Vater. Er schlief. Dann rief sie Howard an. Niemand meldete sich. Vielleicht schläft er, dachte sie, und seine Mutter möchte nicht ans Telefon gehen. Sie ging in ihr Zimmer und zog einen langen Sommerrock an. Danach machte sie sich auf den Weg zum Dachgarten. Sie legte die Hand auf die Tür zum Dach. Dann blieb sie stehen. Die Tür stand halb offen und sie hörte Stimmen. Karen war nicht allein. Ein Mann war bei ihr. Howard. Maria blieb regungslos stehen und lauschte. »Ich fühle mich schlecht wegen der ganzen Sache«, hörte sie Howard sagen. »Wir müssen es Maria bald erzählen, Karen.« »Nein«, antwortete Karen schnell. Dann lachte sie leise. »Es ist unser Geheimnis, Howard. Nur noch für eine kleine Weile.« »Also gut, ich mag das nicht«, begann er. »Aber du liebst mich doch, Howard«, sagte Karen, »nicht Maria. Sag, dass du mich liebst.« Plötzlich wurde Maria kalt. Sie konnte kaum atmen. »Du weißt, dass ich dich liebe«, antwortete Howard. Karen küsste ihn. »Unser kleines Geheimnis«, flüsterte sie. Dann fragte sie, »Steht dein Auto draußen, mein Schatz? Wir wollen nicht, dass Maria es sieht.« »Nein«, sagte Howard. »Ich bin zu Fuß gekommen.« »Gut«, sagte Karen, »aber es wird spät. Du musst gehen, bevor sie nach Hause kommt.« Sie küssten sich erneut. »Bis morgen. Zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort«, sagte Karen. »Ja«, antwortete Howard. Maria entfernte sich schnell und lautlos von der Tür. Sie rannte in ihr Schlafzimmer. Howard und Karen sollten sie auf keinen Fall sehen. Wenig später hörte sie ihre Stimmen in der Wohnung. Dann öffnete und schloss sich die Eingangstür. Howard war gegangen. Maria setzte sich auf ihr Bett. Eine Stunde lang bewegte sie sich nicht. Warum? 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 Immer wieder stellte sie sich dieselbe Frage. Warum tut sie das? Ich verbringe mein ganzes Leben mit einem alten, kranken Mann, dachte sie. Ich kann nicht arbeiten. Ich kann keine neuen Freunde kennenlernen. Ich kann niemanden treffen. Einmal in der Woche gehe ich einkaufen. Einmal in der Woche gehe ich in die Kirche. Das ist alles. Und dann habe ich Howard kennengelernt. Als er sagte, ich liebe dich, war ich so glücklich. Und jetzt, Karen hatte bereits alles. Sie war schön. Sie hatte Arbeit. Sie hatte Freunde. Sie war jung. Sie konnte jeden Mann haben, den sie wollte. Warum also Howard? Warum? Es ist nicht, weil sie ihn wirklich will, dachte Maria. Es ist, weil ich ihn liebe. Sie will einfach nicht, dass ich glücklich bin. Doch die Worte gingen ihr nicht aus dem Kopf. Du liebst mich doch, Howard. Nicht Maria. Du weißt, dass ich dich liebe. War es wahr? Liebte Howard wirklich Karen? Und nicht sie? Nein, dachte Maria. Er sieht nur ihren schönen, gebräunten Körper. Er kennt sie gar nicht. Sie wird ihn nicht bekommen. Nicht Karen. In der folgenden Woche fuhr Howard Karen weiterhin jeden Abend nach Hause. Und jeden Abend kam sie später zurück. Der nächste Sonntag kam. Maria ging diesmal nicht zur Kirche. Ich habe starke Kopfschmerzen, sagte sie zu Karen.
Ich habe Howard bereits angerufen und ihm Bescheid gesagt. Nach dem Gottesdienst kommt er wie immer hierher. Dann solltest du schlafen, sagte Karen. Genau das werde ich tun. Maria ging in ihr Zimmer und schloss die Tür. Später am Vormittag, als Karen bei ihrem Vater war, ging Maria auf das Dach. Auf dem Tisch stand Karens Flasche Sonnenöl. Maria betrachtete sie. Dann lächelte sie. Als Karen später auf das Dach kam, saß Maria bereits unter dem Sonnenschirm und las ein Buch. »Geht es deinem Kopf besser?« fragte Karen. »Ja, danke«, antwortete Maria. Karen trug einen neuen gelben Bikini. Sie nahm ihre Flasche Sonnenöl. »Da ist kaum noch etwas drin«, sagte sie. »Ich muss bald Neues kaufen.« Dann begann sie, ihre Beine mit dem Öl einzureiben. Maria beobachtete sie schweigend. 20 Minuten später hielt Howard seinen Wagen unten auf der Straße an. Auf dem Dach hörten Karen und Maria die 3 bekannten Hubsignale. Karen lächelte sofort. »Er ist da«, sagte sie aufgeregt. »Dein Mann ist da, große Schwester!« Dann lachte sie. Maria lächelte ebenfalls. »Mein Mann«, dachte sie, »nicht deiner, Karen.« Karen sprang von ihrer Sonnenliege auf. Wie immer lief sie zur Mauer am Rand des Daches, um hinunterzusehen und Howard zuzuwinken. Sie trug keine Schuhe. Als sie die Mauer erreichte, rutschten ihre Füße plötzlich unter ihr weg. Sie schrie auf, ihr Körper kippte nach vorne. Instinktiv streckte sie die Hände aus und versuchte, sich an der Mauer festzuhalten. Doch die Oberseite der Mauer war ebenfalls rutschig. Ihre Hände fanden keinen Halt. Sie glitten ab, über die Kante, und ihr Körper folgte ihnen. Über die Mauer, hinunter, immer weiter hinunter. Für einen kurzen Augenblick schien die Zeit stillzustehen. Dann stürzte sie. Tiefer und noch tiefer. Erst kurz bevor sie den Boden erreichte, begriff Karen, was geschehen war. Sie wusste plötzlich, warum ihre Füße ausgerutscht waren. Warum ihre Hände keinen Halt gefunden hatten, warum die Mauer so glatt gewesen war. Sonnenöl, Marias Lächeln, die Flasche auf dem Tisch. Alles ergab plötzlich einen Sinn. Doch da war es bereits zu spät, Karen fiel weiter. Und bevor sie auf dem Boden aufschlug, kannte sie die Wahrheit. Maria hatte das Sonnenöl auf die Mauer geschüttet.